Du hältst noch immer den Kauf eines Eigenheims für eine tolle Altersvorsorge und viel klüger als zur Miete zu wohnen? Dann mach dich bereit, denn die nächsten Minuten könnten dich vor einem großen Fehler bewahren. Viel Spaß! Bereit zum Durchstarten? Der Traum vom Eigenheim. Bei kaum einem Thema sind sich die Deutschen so einig wie hier. Der Tenor lautet, ein eigenes Haus zu bauen ist nicht nur schön, sondern auch die beste Art fürs Alter vorzusorgen. Schließlich gehört einem das Haus, sobald die Hypothek abbezahlt ist und man muss keinem gierigen Vermieter das Geld in den Rachen werfen, nur um am Ende mit leeren Händen dazustehen. Bei einer so klaren Situation kann es doch gar keine zwei Meinungen geben, oder? Doch, die gibt es, denn die Situation ist bei weitem nicht so einseitig, wie sie auf den ersten Blick scheint. Deshalb möchte ich in diesem Video 5 Fragen aufwerfen, die deinen Blick auf die Dinge vollständig verändern könnten. Frage Nummer 1. Welche Opportunitätskosten entstehen mir? Opportunitätskosten sind keine wirklichen Kosten. Dieser Begriff bezeichnet vielmehr den ausgefallenen Gewinn durch das Verstreichenlassen einer Chance. Am leichtesten zu verstehen ist das anhand eines Beispiels. Sagen wir, du hast 150.000 Euro angespart und möchtest jetzt ein Haus kaufen, das 500.000 Euro kostet. Der Normalfall wäre, dass du deine 150.000 Euro Eigenkapital einsetzt und 350.000 Euro als eine Hypothek von der Bank aufnimmst. Diese zahlst du dann zum Beispiel über 20 Jahre ab. Du schuldest also nicht nur der Bank Geld und zahlst dafür Sollzinsen, sondern auch dein eigenes Geld ist sofort weg. Was wäre aber, wenn du kein Haus kaufen und anstattdessen deine 150.000 Euro anlegen würdest? Wenn du es einfach auf ein Tagesgeldkonto bei der Bank bringst und dafür 0,1% Zinsen bekommst, passiert zugegebenermaßen nicht viel. Aber wie sieht die Situation aus, wenn du eine gewisse Risikobereitschaft hast und langfristig breit gefächert in unterschiedliche Anlageklassen investierst? Beispielsweise in Aktien, Anleihen, Peer-to-Peer-Kredite, Rohstoffe oder andere Dinge. Kalkulieren wir in diesem Fall mal sehr konservativ, dass du, anstatt das Geld ins Haus zu stecken, über 20 Jahre zu netto 3% per annum anlegst. Also für die Dauer, die sonst die Hypothek laufen würde. Dann hättest du Erträge und damit Opportunitätskosten von 150.000 mal 1,03, also 3% Zinsen, hoch 20, bedeutet 20 Jahre Anlage, sind 270.916 Euro minus die 150.000 Euro, die du ja selber Kapital hattest, macht 121.000 Euro. Dir wären also in den 20 Jahren über 120.000 Euro durch die Lappen gegangen. Natürlich ist das eine stark vereinfachte Rechnung und vieles hängt von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, deiner Risikobereitschaft und deiner Bereitschaft, dich mit Geldanlagen auseinanderzusetzen, ab, inwieweit diese Berechnung den Tatsachen entspricht. In aller Regel wird aber keine Sekunde über diesen Punkt nachgedacht, obwohl es doch ein absolut rationaler und logischer Punkt sein sollte, wenn man aus finanziellen Gesichtspunkten auf das Thema schaut. Frage Nummer 2. Passt ein Haus zu meiner individuellen Situation? Dinge im Leben können sich ändern, manchmal schneller als uns lieb ist. Mal ist es eine bewusste Veränderung, mal eine, die ungewollt herbeigeführt wird. So können etwa eine Scheidung, ein Jobverlust oder ein Wechsel in einen weniger gut bezahlten Job oder auch die Notwendigkeit eines Ortswechsels dazu führen, dass ein Haus wieder verkauft oder auch zur Hälfte ausbezahlt werden muss, etwa an dem Ex-Ehepartner. Das kann eine schmerzhafte Sache sein, wenn das vollständige Vermögen im Haus steckt und die Hypothek vielleicht noch 15 Jahre läuft. Wurde dazu das Haus vielleicht noch in einer Immobilienblase erworben, muss es im schlimmsten Fall mit deutlichem Wertverlust verkauft werden. Auch die Frage, ob denn eigentlich Kinder geplant sind oder vielleicht schon bald erwachsene Kinder mit einziehen würden, die ohnehin in wenigen Jahren wieder ausziehen, ist eine legitime Frage. Wird wirklich so viel Platz benötigt? Oder ist das Haus einzig und allein ein Prestigeobjekt bzw. die logische und von der Gesellschaft vorgegebene Schlussfolgerung auf Heiraten und Kinder kriegen? Diese Fragen kann ich in diesem Video nicht auflösen, aber jeder sollte sie sich selbst beantworten. Frage Nummer 3. Befinden wir uns in einer Immobilienblase? Wenn der Markt übertreibt und die Immobilienpreise in die Höhe schießen, ohne ein Ende zu finden, befindet man sich häufig in einer Blase. Solche Blasen gibt es nicht selten in konjunkturellen Hochzeiten. Du hast vielleicht gerade einen guten Job bekommen, siehst niedrige Zinsen und kaufst eine Immobilie mit nahezu 100% Fremdkapital. Verlierst du jetzt aber ein Jahr später durch eine Wirtschaftskrise deinen Job und findest vorübergehend keinen neuen, kannst du die Raten nicht mehr bezahlen. Kommt jetzt noch dazu, dass die Immobilienpreise sinken und somit deine Schulden höher sind als der Immobilienwert, will die Bank ganz schnell neue Sicherheiten, zum Beispiel Geld, ein Depot oder einen Bürgen. Kannst du diese Sicherheiten aber nicht liefern, kündigt die Bank im schlimmsten Fall den Kredit und du musst ihn auf einen Schlag abbezahlen, was in der Regel nicht möglich ist.
Kannst du das nicht, wird dein Haus zwangsversteigert. Diese stark vereinfachte Darstellung klingt wie ein extrem unwahrscheinliches Horrorszenario, ist aber so oder so ähnlich Bankenalltag, insbesondere in Krisenzeiten. Das fast noch dramatischere an diesem Szenario ist, dass das Haus nicht zwangsläufig zum tatsächlichen Restwert verkauft wird. Im schlimmsten Fall hast du am Ende also keinen Job, kein Haus und Restschulden in sechsstelliger Höhe. Nichtsdestotrotz passiert genau das natürlich nur den wenigsten und soll kein alleiniges Argument sein, auf den Kauf eines Hauses zu verzichten. Sehr wohl aber ein Auge darauf zu haben, wie die Wertentwicklung von Immobilien die letzten Jahre verlief und kein zu hohes Risiko mit einem zu großen Anteil an Fremdkapital einzugehen. Frage Nummer 4. Sollte ich noch warten? Je nach aktuellem Zinsniveau und Immobilienpreisen könnte es ohnehin wesentlich sinnvoller sein, noch ein bisschen zu warten, anstatt sofort zuzuschlagen. Was nützen dir vermeintlich attraktive, weil günstige Hypothekenzinsen, wenn die Immobilienpreise viel zu hoch sind? Und was bringt dir auf der anderen Seite eine günstige Immobilie, wenn die Sollzinsen auf die Hypothek gerade extrem hoch sind und du kaum Eigenkapital hast? In Hochzinsphasen kann es dir bei einer länger laufenden Hypothek schnell passieren, dass du 60 oder 70% an Zinsen und Gebühren über die Laufzeit an Aufschlag bezahlst. So wird die vermeintliche Schnäppchenimmobilie, die noch vor einem Jahr 380.000 Euro gekostet hat und jetzt zu vermeintlich günstigen 300.000 Euro zu haben ist, schnell zu einem echten Investmentflop, wenn du auf die 300.000 Euro Hypothek über 25 Jahre noch 200.000 Euro Zinsen und Gebühren draufzahlst. Dahingegen kostet vielleicht dieselbe Immobilie in 3 Jahren wieder 330.000 Euro. Du konntest in dieser Zeit 60.000 Euro ansparen und die restlichen 270.000 Euro zu deutlich günstigeren Zinsen und niedrigeren Raten trotz kürzerer Laufzeit als Hypothek aufnehmen. Plötzlich fallen in Anführungszeichen nur noch 120.000 Euro Zinsen und Gebühren an und obwohl du auf den ersten Blick gedacht hättest, dass die Immobilie zuvor günstiger war, zahlst du jetzt in Summe nicht mehr 500.000 Euro, sondern nur 450.000 Euro. Also 50.000 Euro weniger und damit sogar dann noch das bessere Geschäft, wenn du in den 3 Jahren eine extrem hohe Kaltmiete von 1.500 Euro im Monat zu bezahlen hättest. Auch diese Rechnung ist natürlich ein x-beliebiges Beispiel und muss an deine Situation angepasst werden. Sie zeigt aber, dass die Dinge häufig nicht so klar sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Frage Nummer 5. Welche Nebenkosten verursacht mein Haus? Eine der am wenigsten durchdachten Aussagen in Bezug aufs Eigenheim lautet wie folgt. Wenn das Haus abbezahlt ist, wohne ich mietfrei und damit viel günstiger. Mietfrei? Ja, das stimmt, aber auch wirklich viel günstiger kann sein, muss es aber nicht. Häufig wird überhaupt schon erst einmal grundsätzlich vergessen, dass es genauso wie in einer Mietwohnung Nebenkosten gibt, allem voran Strom, Wasser und Heizung. Ein Haus ist dazu in aller Regel wesentlich größer als eine Mietwohnung. Alle Räume müssen aber beheizt werden, damit es nirgends schimmelt, selbst dann, wenn zum Beispiel die Kinder irgendwann ausgezogen sind. Hinzu kommen Dinge wie Grundsteuer und anfallende Reparaturen. Sagen wir einmal für eine kaputte Heizung oder das Dach. Solche Kosten sind zwar auch für einen Mieter auf dessen Nebenkosten umgelegt, allerdings mit einem großen Unterschied. Wenn du etwa in einem 10-Parteien-Haus wohnst, ist vielleicht das Dach größer und die Heizung leistungsfähiger, aber die Kosten sind nicht um den Faktor 10 höher. Entsprechend sind die anteiligen Kosten in der Miete für diese laufenden Kosten des Gebäudes niemals so hoch wie die laufenden Kosten an einem Eigenheim. Zudem fallen Kosten spontan und auf einmal an. Wenn die Heizung im Januar ausfällt und sofort ersetzt werden muss, sind auf einen Schlag gut und gerne mal 10.000 bis 20.000 Euro weg. Dieser Sicherheitspuffer muss entsprechend immer verfügbar sein. Damit also zur abschließenden Frage, ist es jetzt also eine schlechte Entscheidung, ein Haus zu kaufen? Nein, diese Aussage soll dieses Video nicht treffen. Sehr wohl soll es aber kritisch hinterfragen und zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Brauche ich wirklich ein Haus oder sehne ich mich vielleicht nach der Bewunderung anderer? Kann ich es mir wirklich leisten? Gehe ich ein zu hohes Risiko durch zu wenig Eigenkapital ein? Bin ich mir sicher, mein Leben lang an diesem Ort bleiben zu wollen? Wie stehen Immobilienpreise und Zinsen? Wer bei diesen Fragen ehrlich zu sich selbst ist, der schafft eine gute Grundlage, um eine sinnvolle und vernünftige Entscheidung zu treffen. Übrigens, bei Berechnungen wie denen in diesem Video wird dir natürlich dein Bankberater nicht helfen, denn der will ja seine Provision für die Hypothek, die du bei ihm aufnimmst. Wenn du dich selbst mit solchen Berechnungen schwer tust, dann lass dir von jemandem aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis helfen oder geh zu einem Honorarberater. Das kostet zwar ein bisschen was, das ist aber definitiv günstiger als eine falsche Entscheidung in dieser Größenordnung. Das war's von mir an dieser Stelle. Wenn du jemanden kennst, der gerade überlegt, ein Haus zu kaufen, dann teile das Video mit ihm oder ihr. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir deinen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Andreas. Ciao.